Well, good morning, everyone. Guten Morgen alle. So let's get started right away. Wir wollen gleich anfangen. So we don't have a lot of time today, Wir haben nicht sehr viel Zeit heute, so we want to use it well. denn wir wollen diese Zeit gut auch auskosten. So today is not so much about me talking and you listening. Es geht nicht darum heute, dass ich erzähle und ihr zuhört, Hopefully it's about us working together. sondern ich möchte gerne, dass wir hier zusammenarbeiten. So I have something I want you to start off doing right away. Ich habe etwas, womit ihr gleich am Anfang zu starten dürft. I think they shut me off already. Ich glaube schon, der Ton ist weg. Let me ask you this question. Eine Frage. On the top, you have some note papers somewhere. Irgendwo gibt es so Notizenzettel dabei. So let me ask you Ich möchte fragen, to write on your paper two things. zwei Sachen auszuschreiben jetzt auf diesem Blatt. One or two things that you would like to get out of today. Also ein, zwei verschiedene Dinge, die er mit nach Hause nehmen wollte von heute. Essentially, why are you here? Also warum bist du denn hier heute? So think about that for a moment. Denk bitte darüber nach. Because my goal is whatever you write on that paper, Denn mein Ziel ist, was auch immer du da aufschreibst, that you would get that today. ist, dass du das auch bekommst. So take a moment and just write that down. One or two things that you want to get out of being here today. Also nimm dir diese Zeit auszuschreiben, ein, zwei Sachen, die ihr bitte wirklich mitnehmen wollt von dem heutigen Tag. Ja. Okay, so hopefully that during our sessions today, Nun hoffentlich während unserer Lehreinheiten heute that we'll cover some of those things that you've written down on your paper. werden wir einige diesen Themen auch behandeln, die Themen, die ihr aufgeschrieben habt. But if for some reason we don't cover that, Aber vielleicht aus irgendeinem Grund werden wir es nicht tun, dann feel free to talk to myself or Christian or anyone else. sprich mich oder Christian bitte deshalb an, Because we want you to leave here today denn wir möchten gerne, dass ihr nach Hause gehen könnt, meeting that objective that you wrote down. indem ihr diesen Ziel erreicht, was ihr euch gesetzt habt. I don't want you to have invested all this time and money to come here Ich möchte nicht, dass ihr dir eure Zeit, euer Geld investiert habt, um hier hinzukommen. and then have you leave feeling like the one thing you wanted you didn't get. Und dann geht ihr nach Hause mit diesem Gefühl, das eine, was ich haben wollte, habe ich nicht bekommen. So there'll be breaks and lunch, and at that time, if you want to talk to one of us, Es gibt Pausen, es gibt auch ein Mittagessen. Wenn ihr uns in der Zeit ansprechen wollt, then certainly come and talk to me. bitte sprich mich an. I'll warn you, my German is very bad, Mein Deutsch ist nicht so gut. but we'll work through it. Wir werden irgendeine Möglichkeit finden. Translation is there, maybe. Yeah. Übersetzer, So- Dolmetscher. The next thing, if you still have your notes, Okay, vielleicht habt ihr eure Notizen noch da. I want to ask you a question. Noch eine Frage möchte ich gerne stellen. What is your idea of what it is to be successful? Was ist deine Idee davon, erfolgreich zu sein? What's in your heart as being a dream or a goal of what you're trying to accomplish? Also was ist in deinem Herzen, was du erreichen möchtest? Was ist dein Ziel denn da? So take a moment and write some notes down there. You may have a word or two or a Vielleicht phrase. ist ein Satz, vielleicht nur ein Wort, was du aufschreiben kannst. Think about what are you trying to accomplish, not just from today, but in your life, in the things that you're doing. Was möchtest du erreichen in deinem Leben mit dem, was du tust? Nicht nur heute, sondern ein ganzes Leben denn so betrachtet, das Ziel. Because if someone were to ask you, are you successful? Denn wenn jemand dich fragen würde, bist du erfolgreich? How do you know that you're successful? Woher weißt du, dass du auch erfolgreich bist? So take a moment and write down a few things there. Auch da bitte ein paar Minuten nehmen, um etwas auch aufzuschreiben. Okay, so the theme of the lessons and material that we're going to cover today Also das Hauptthema heute ist, is that talent is never enough. Talent ist niemals genug. And so talents are the gifts and the unique abilities God has given to each one of us. Talenten sind diese einzigartige Fähigkeiten, die Gott jedem von uns gegeben hat. And so let me start off by having you focus on the things you just wrote down about what is success. Deshalb möchte ich erstmal unseren Blick auf das richten, was wir aufgeschrieben haben, nämlich was ist für dich Erfolg? And I believe this is how God has created us. Und ich glaube, so hat Gott uns auch erschaffen. The things that you have defined as being success to you in your life, Das, was du für dich aufgeschrieben hast, was für dich die Definition ist vom Erfolg, especially when those things are your calling from God. besonders wenn das auch deine Berufung von Gott ist, You need to know that God has given you the talent to accomplish that. denn Gott hat dir auch diese Fähigkeiten, Talenten gegeben, das zu erreichen.
God is not someone who has called us to fail. Gott hat uns nicht dazu berufen, zu versagen. He has created you to succeed. Er hat uns auch geschaffen, dass wir erfolgreich sein können. So if he's going to ask you to do something, Wenn Gott dich bittet, etwas zu tun, he is going to give you the talents to be able to do it. dann wird er auch diese Fähigkeiten, diese Talenten geben, das auch zu erreichen. Now, sometimes those things may be very easy for you, Für dich ist manches davon sehr einfach. and that may become part of your natural talents for you to be able to accomplish it. Und vielleicht gehört das denn zu deiner natürliche Begabung, das auch zu erreichen. But is there anyone in here who God has asked you to do something that you feel you're totally unqualified to do? Gibt es vielleicht doch jemand hier, der sagt, Gott hat mich zu etwas berufen, wo ich mich absolut ungeeignet Does dazu that apply to fühle? anybody in here? Ja. If it is, that doesn't mean it's not from God. Das bedeutet lange noch nicht, dass es von Gott nicht sein muss, nicht kommen muss. Oftentimes, the dreams and the goals that God gives you, Oft diese Träume, diese Ziele, die Gott uns schenkt, that you feel are far beyond your abilities, wo wir sagen, das ist weit darüber hinaus, was ich leisten kann, are actually the God-ordained dreams for your life. sind gerade eben das, die von Gott gegebene Träume und Visionen und Ziele für dein Leben. And it's a realization that we can't do it on our own. Und diese Erkennen, wir schaffen es an uns selbst, von uns selbst aus nicht. And the only way we can accomplish it is with his help. Und da erkennen wir, dass wir es nur durch seine Hilfe auch erreichen können. Just read through the stories of the scriptures, Da brauchen wir nur in die Bibel hineinzuschauen. and you'll see numerous examples of men and women So viele Beispiele von Männern und Frauen, who were asked to do things that were beyond their ability, die dazu von Gott aufgerufen wurden, etwas zu tun über ihre Fähigkeiten hinaus. yet God called them and used them and made them successful. Aber Gott hat sie berufen und benutzt und die haben auch Erfolg erlebt. And they may not be successful as the world defines success, Vielleicht waren sie nicht erfolgreich, wie die Welt Erfolg so definiert, but they were successful in the eyes of God in being true to his calling. aber die waren nach Gottes Maßstäben erfolgreich, weil sie treu waren ihrer Berufung nach. So this idea that sometimes we may not feel like we have the talent, Also manchmal haben wir diesen Gefühl, dass wir diese Fähigkeiten nicht besitzen. we may not feel like we're gifted to do what God's asked us to do. Wir haben das Gefühl, dass wir nicht begabt genug sind, um das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. That our talent is never enough. Dass unser Talent nie genug ist. So realize that in some respects, God created it to be that way. Aber bitte denkt daran, dass Gott uns so geschaffen hat im Grunde. He doesn't want us to be in a place that we can always do everything on our own. Er möchte nicht, dass wir auf der Gebiet hinkommen, wo wir sagen, ich schaffe das sowieso alleine. It's often his plan that our talent is never enough. Und sein Plan ist es, dass unser eigenes Talent nicht genug ist. And we need him first and foremost, Denn wir brauchen ihn allererst but we also need other people as well. und wir brauchen andere Menschen um uns herum. So that's the basis and the foundation for everything we're going to do today. Das ist unser Fundament von heute, unsere Basis. And so that's where I wanted to start off with. Und dort möchte ich auch anfangen. Now let me just take a couple moments as well Ich möchte ein paar Minuten jetzt hierfür nehmen, to just tell you a little bit about myself. ein bisschen über mich selbst hier zu erzählen. Because I know some of you fairly well, Einige von euch kenne ich sehr gut mittlerweile, but some of you, this may be the first time that we've met. aber vielleicht für einigen hier haben wir uns noch nie kennengelernt. Das ist das erste Mal, wo wir uns sehen. And I have a belief about when you meet people for the first time, Und meine Überzeugung ist das, wenn man jemanden zum ersten Mal kennenlernt, especially in this kind of an environment where you're teaching or some sort of instruction is taking place. gerade im Umfeld vom Lehrer, wo es um Seminaren geht. The two questions most people are asking in their mind Es gibt so zwei Fragen, die immer wieder in deinem Kopf herumspinnen. is, who is this person Zuerst, wer ist dieser Mann and can I trust them? und kann ich diesen Person vertrauen? And so I can probably answer a little bit of the question of who I am, Wer bin ich? Kann ich gut beantworten. but as far as trust, Wegen Vertrauen, trust is something you have to develop over time. Vertrauen entwickelt sich über Zeit. You can't command or demand trust. Man kann kein Vertrauen befehlen oder fordern. So hopefully as we progress today, your level of trust will increase. Hoffentlich am Laufe des Tages wird dieses Vertrauen auch wachsen. But start off by saying, I think Christian trusts me. So gehen wir davon aus, dass Christian jetzt hier auch Bob vertraut. At least I think he does. Ich glaube schon. And so if you trust Christian, Und wenn du Christian vertraust, hopefully that's a good starting point. und das ist eine gute Ausgangsbasis. So as Christian said, I live in Las Vegas, Christian Nevada. sagte schon, ich lebe in Las Vegas, Nevada. So my history is I started off my career in business. Meine Karriere begann. So I am an accountant.
And later on in my life, I then became a pastor. Und später bin ich auch Pastor geworden. And I know most people think accountant and pastor, that does not match at Viele all. Menschen sagen, Mensch, das passt überhaupt nicht zusammen, Buchhalter und Pastor. I agree with you. That's the Und idea. ich stimme auch mit euch überein. Right? God calls you to do things you're not qualified to do. Gott beruft uns dazu, häufig Dinge zu tun, wozu wir uns nicht qualifiziert fühlen. And so I worked for 10 years on staff with the church. Ich war 10 Jahre auch als Pastor angestellt in einer Gemeinde. And then I was responsible for youth, administration, and evangelism. Dort war ich zuständig für die Jugendarbeit, Evangelisation und Verwaltung, Administration. And that was in Vermont, Dort war das in Vermont, im Norden der Vereinigten Staaten. which is about 150 kilometers south of Montreal, Quebec. Das ist ungefähr 150 Kilometer südlich von Montreal, Quebec. So it's kind of the northeast part of the America. Ganz oben, Nordosten Teil von Amerika. And weather-wise and, it's very similar to right here in Germany. Sehr ähnlich wettertechnisch wie hier in Deutschland. The temperature's the same, it's very green, just like it Sehr is here. grün, sehr milde Temperaturen, zumindest im Sommer. So after being there for 10 years, Nachdem ich 10 Jahre dort war, God called us to move to Austin, Texas. Gott hat uns dazu auch berufen, nach Austin, Texas umzuziehen. And so we went there to start a church. Dort haben wir eine Gemeinde angefangen, gegründet. And I will tell you that was not a resounding success. Und ich muss euch erzählen, das war kein großer Erfolg. It did not go the way we thought it was going Es to hat go. nicht so geklappt, wie wir gedacht hatten. But at the same time, we felt we were being obedient to what God called us to do. Und dennoch haben wir diesen Gefühl gehabt, wir sind jetzt in diesem Moment gehorsam gegenüber, was Gott uns gesagt hat. And then unexpectedly, about 2.5 years ago, Unerwartet, vor 2,5 Jahren, God called us, or gave my wife a new job, Gott hat meiner Frau eine neue Arbeitsstelle gegeben. and that was in Las Vegas, Nevada. Und das ist Las Vegas, Nevada. And so we moved from Texas to Las Vegas. Deshalb sind wir von Texas nach Nevada umgezogen. And so now we're part of a large church in Las Vegas. Und nun sind wir Teil einer großen Gemeinde dort in Las Vegas. It's called the International Church of Las Vegas. International Church of Las Vegas, so heißt die Gemeinde dort. So we have 4 different campuses, Wir haben 4 verschiedene Außenstellen, have a large internet and web-based ministry. sehr große, auch internetbasierte Dienst. And so I'm not a pastor there Ich bin dort kein Pastor. because we didn't go there to be a pastor, Wir sind nicht dahin gezogen, damit ich Pastor werden könnte. but I was friends with the pastor of the church, so we're part of their leadership team. Wir sind allerdings auf diesen Leiterschaftsebene vertreten in der Gemeinde. And so I'm part of the board of directors there, Ich bin dort Teil des Vorstandes and so I help a lot with administration because that's sort of my natural talent. und ich helfe sehr gerne bei der Verwaltung, denn das entspricht meiner natürlichen Befähigung. And so part of the reason why we moved to, or the reason we moved to Las Vegas, Der Grund, weshalb wir nach Las Vegas umgezogen sind, is that my wife is a television newscaster. denn meine Frau arbeitet im Fernsehen als Reporterin. And so she got a job there and is doing exceptionally well. Sie hat dort eine Arbeitsstelle bekommen und es geht ihr beruflich sehr, sehr gut. And so here is, where is it here? Turn this way. Ja, I see something. There we go. Da So ist that's sie. my lovely wife Das ist and my meine- 2-year-old daughter. Meine Tochter, 2 Jahre alt, und meine schöne Frau. And so my wife is now also 7 months pregnant. Meine Frau ist jetzt im 7. Monat schwanger wieder. And so we'll have our second little baby girl in the beginning of August probably. Anfang August, dann erwarten wir unser zweites kleines Tochter. So this is part of also my definition of success. Das ist Teil von meiner Definition vom Erfolg. See, because for a lot of people, you could look and say, you failed as a pastor or as a church planter. Viele könnten sagen, Mensch, du hast versagt als Pastor, als Gemeindegründer. But the fact that my wife is doing exceptionally well Aber der Tatsache, dass es meiner Frau beruflich sehr, sehr gut geht, in her career and our family life is good, our child is healthy, es geht unserer Familie sehr gut, unser Kind ist gesund, that is success to me. das wiederum ist für mich Erfolg. Now, there are still things that God has dreams and goals that I want to accomplish, Gott hat weitere Ziele und Wünsche und Träume, die ich auch erreichen möchte. but those are the things that are the most important to me. Aber diese Dinge sind am wichtigsten. So I can tell you that it gets hard to travel with small children. Es ist sehr schwierig, mit kleinen Kindern zu reisen, das kann ich euch erzählen. If you have small children or remember those days, it's hard when they're with you. Vielleicht habt ihr noch kleine Kinder oder vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern, unterwegs mit denen zu sein.
And it's hard when you leave them behind. Und es ist auch sehr, sehr schwer, auch sie alleine zu Hause zu lassen. A couple days before I left for this trip, Ein paar Tage bevor ich hier nach Deutschland kam, unterwegs war, one afternoon I went to pick up my daughter, get her out of bed after taking a nap. nachdem sie ihr Mittagsschläfchen gemacht habe, habe ich sie geweckt am Nachmittag. And just as a small child, the only way they could do it, Und wie ein kleines Kind, nur wie sie das auch schaffen können. she takes her arms and she puts them around my neck. Sie hat ihre Arme um meinen Hals herumgelegt. And she says, Daddy, I miss you. Daddy, ich vermisse dich. So, and that's when I was there. Und da war ich noch da. So, fortunately, we've been able to still talk face to face with Skype and technology. Glücklicherweise durch Technologie, also durch Skype, ist es möglich, noch Angesicht zu Angesicht miteinander zu reden. And she doesn't quite have the full concept of time, Und sie hat noch kein gutes Begriff für Zeitgefühl. but I know it's difficult for her and my wife. Aber ich weiß, wie schwierig das ist für meine Frau und für meine Tochter. But at the same time, I'm happy to be here, and they want me to be here. Und gleichzeitig bin ich echt froh, hier zu sein und meine Familie unterstützt, dass ich hier bin. But I just hope I share these things with you this morning Aber das, was ich heute Morgen mit euch mitteilen möchte, to remind you that this is where I come from and what my world of success is. tue ich, um einfach mitzuteilen von meiner Welt und was für mich auch Erfolg ist. Because I'm not sure where you come from. Denn ich habe keine Ahnung, wo du herkommst. Let me ask you, how many of you are pastors or full-time ministry people? Wie viele sind jetzt hier vollzeitlich im Dienst, Pastoren? Okay. How many of you are, like leadership people, lay leaders? You Wie have other viele sind jobs? Laien, die in der Leitung sind? Okay. Anybody here, are you business people? Irgendwelche Businesses? Geschäftsmänner, Geschäftsmenschen? Yeah. Mhm. Okay, good. So you realize that whether you're in church or in business, So ihr kennt, egal ob in der Gemeinde oder dort in der Wirtschaft, or whatever avenue of life you come in from, welchem Weg man unterwegs ist im Leben, there's a lot of people who have expectations on you. es gibt viele Menschen, die Erwartungen an dich haben. And they have an idea of what success looks like. Und diese Menschen haben auch eine Erwartung, wie Erfolg aussieht. And so I just want to encourage you not to follow their definition of Nun, ich success, möchte euch ermutigen, deren Definition vom Erfolg nicht zu folgen, but instead you need to be true to your calling and what God has defined as your success. sondern du musst treu sein, das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, seine Berufung für dein Leben zu folgen. Okay, so let's go a little bit further into this material. Nun steigen wir auch in das Material dann ein. And let me tell you what we're not going to do today. Ich möchte erzählen, was wir heute nicht tun werden. We are not going to fill in every one of these blanks. Wir werden nicht jeder einzelne Lückentext hier auch dann einfüllen. First of all, this material is actually supposed to be taught over 6 lessons in 6 hours. Also eigentlich ist es ursprünglich gedacht, 6 verschiedene Einheiten, je eine Stunde dieses Material durchzunehmen. Typically, this would be done in 2 days. Normalerweise auf 2 Tagen verteilt. But we're not going to take that long today. Das werden wir unsere Zeit heute nicht nehmen können. So we're going to try to condense some of this. Das werden wir jetzt hier zusammen komprimieren. But also, the goal is not just to have you fill in these blanks, Das Ziel ist es nicht, dass diese Lückentexten dann gefüllt werden, but for you to be able ausgefüllt to werden. take this information and the principles and be able to learn and apply them in your life. Wir wollen gerne, dass ihr diese Prinzipien mit nach Hause nehmt und in euer Leben anwendet. And so realize that you have all the answers in your book. Alle Antworten sind hinten in dem Buch. They're all in the back, so whatever we don't cover, Egal, was wir heute nicht abdecken werden, you can go back through later and fill in all those das blanks. könnt ihr immer noch später auch alles ausfüllen, denn da. So, although I do believe there's a slight correction to that. Yes, Jason? Es ist eine kleine Ergänzung auf Seite 4, da fehlen 3 Begriffe oben. Why don't you go through the Und er möchte missing gerne, dass answers? ich die 3 Begriffe, die fehlen oben. Da steht, Beziehungen beeinflusst dein Talent. Das fehlt hinten. Falls jemand das aufschreiben möchte, Beziehungen beeinflussen dein Talent. Verantwortung stärken dein Talent und Teamwork multipliziert dein Talent. So beeinflusst, stärkt und multipliziert. Die 3 Begriffe fehlen hinten. Sonst habe ich kaum was gefunden. Yep, got it. So, talent is the beginning place. Also Talent ist unsere Ausgangsposition. You can start with whatever talent you have, Du kannst dort beginnen mit den Fähigkeiten, die du hast. and you will be able to achieve a certain level of success based on those talents. Und du wirst einen gewissen Grad vom Erfolg haben aufgrund von diesen Fähigkeiten. If you were to think about it, each one of us is given a certain type of gift. Jeder von uns hat verschiedene Fähigkeiten. We all have different gifts. Jeder von uns hat verschiedene Talenten. And so whatever things come very naturally to you, Und das, was für dich ganz leicht
von der Hand geht. Those things will allow you to accomplish success without much of any effort at all. Und dadurch haben wir oft Erfolg, ohne dass wir uns sehr viel Mühe da auch reinbringen müssen. And so we don't want to ignore those talents that we have, Nun, diese Talenten wollen wir nicht ignorieren, but at the same time, we don't just want to rely only upon those talents. aber wir wollen gleichzeitig uns nicht darauf ausruhen, auf diesen Talenten. So come back to those dreams or goals or callings that you put on your paper a few moments ago. Wir wollen wieder zurückkehren zu unseren Notizen, unseren Zielen, unseren Träumen, die wir da aufgeschrieben haben. And look at that now in relationship to what you have as talent. Und nun schau das bitte an und vergleich das mit den Talenten, die Fähigkeiten, die du jetzt hast. How do your talents help you achieve those goals? Wie helfen dir deine Fähigkeiten, diese Ziele zu erreichen? What are the things that need to be done that come very easy to you? Was muss getan werden, was dir leicht fällt? And what are those things that now require something more? Und was ist, was mehr erfordert? What are those tasks that maybe you don't have the talents to do? Welche Aufgaben gibt es, wo dir diese Talente dazu fehlt? Let's think about it just in the church arena. Lass uns einfach nur uns erstmal auf die Gemeinde begrenzen. What is the talent that you bring to your church? Welche Fähigkeiten bringst du in der Gemeinde hinein? There's something God has gifted you uniquely with that you benefit the church. Du bist von Gott einzigartig begabt für etwas für diese Gemeinde. But can you do every task in the church well? Aber kannst du alle Aufgaben der Gemeinde gut machen? Some days you may feel like you have to do everything by yourself. Es gibt Tage, in denen man glaubt, das tun zu müssen, But that's probably not, you're not gifted to do every task. aber du bist nicht von Gott begabt, alle Aufgaben auch zu machen. Okay? As if you're the pastor, Wenn du then der Pastor bist, you probably have the primary responsibility to preach and teach. deine primäre Aufgabe ist wahrscheinlich zu predigen und zu lehren. Do you also have the talent to be the worship leader? Hast du auch diese Begabung, der Lobpreisleiter zu sein? And so maybe you do, maybe you're a very gifted musician. Vielleicht bist du ein begabter Musiker. But do you also have the talents to run the children's ministry? Hast du auch gleichzeitig die Begabung, auch die Kindergottesdienste auch zu leiten And what about the youth ministry? und auch die Jugendarbeit? Or what about the evangelism and outreach ministry? Wie ist es mit der Missions nach außen gehen? So, I mean, you may be a super talented person, Vielleicht bist du super begabt, but if we keep going through the list, aber wenn wir weiter diese Liste abarbeiten würden, eventually we're going to find some things that you're not so good at. werden wir irgendetwas finden, wo du sagst, da bin ich nicht so gut And so drin. that's where you're going to need other people to use their talents. Und da kommen wir dazu, dass wir sagen, wir brauchen andere Menschen, die uns ergänzen. And so we realize that our talents can give us a starting point. Unsere Talenten, unsere Fähigkeiten sind eine Ausgangsposition. But if we rely only on our talents, Aber wenn wir uns nur auf unsere eigenen Talenten auch ausruhen, we are going to be limited by what we can accomplish. werden wir begrenzt sein durch das, was wir schaffen, wenn wir uns nur auf unsere eigenen Fähigkeiten uns zulassen. Okay, so somewhere in your notes, Irgendwo in unseren Notizen nochmal, let me ask you to write down what are 3, 4, 5, just a few of your talents that you have. bitte 3, 4, 5 deine Fähigkeiten, deine Talenten aufschreiben. What are you good at? Was kannst du gut machen? Okay. For some of you, this exercise may have been a little bit challenging Für einige von uns war das vielleicht herausfordernd, diese Aufgabe jetzt, ja? because sometimes as we get older, Denn wenn wir älter werden, that it's easier for us to see our shortcomings. ist es manchmal für uns einfacher, da unser Mangel zu sehen. We know what we're not good at Wir wissen, was wir nicht gut tun können, better than we know what we are good at. besser als zu erkennen, was wir gut machen können. And realize that's not how we're naturally made. Und wir müssen erkennen, dass Gott uns nicht so geschaffen hat. See, part of having small children is it kind of reopens your ideas to what it means to be a child. Also ein kleines Kind zu haben, ist ganz gut, weil dadurch ist ein Horizont erweitert, Neues zu sehen, wie Gott das so gewollt hat. See, small children think they can do everything. Denn kleine Kinder glauben, dass sie alles machen können. One of my daughter's favorite phrases is, "No, I do it." Einfach meine Tochter, ihr Lieblingssatz ist, nein, das schaffe ich allein. So children think they can color, they can paint, they can play music. So Kinder glauben, dass sie musizieren können, malen können, mit Buntstiften umgehen können. They can do Sie everything können alles, because they haven't been told they can't do all these things. denn die haben noch nicht gehört, nein, das geht nicht. And so sometimes we have a hard time identifying our talents Wir haben manchmal unsere Schwierigkeiten darin, unsere Talenten zu entdecken, because a lot of people have told us all these things that we can't do. weil wir immer wieder von Menschen gehört haben, nee, das kannst du nicht. So part of maturity is learning what we are good at.
Dieser Reifungsprozess ist auch ein bisschen erkennen, was können wir gut tun, to know the things that we're not good at. um auch zu sehen, was wir nicht gut machen können. But in that process, we have to be careful that we don't ignore who we are. Aber in diesem Prozess müssen wir darauf achten, dass wir nicht verlieren, wer bin ich. And sometimes in the church, we're so afraid of being proud In der Gemeinde haben wir so eine Angst davor, stolz zu sein. that we take on this idea that we're humble Wir haben diese Idee, wir müssen demütig and sein. therefore we're not able to do anything. Und weil wir so demütig sind, können wir auch nichts schaffen. And it's almost like we have no talents and everything is up to God. Manchmal geht es sogar so weit zu sagen, wir haben keine Fähigkeiten. Allein liegt es bei Gott. And the truth is, it is all up to God. Nun, die Wahrheit ist, es hängt alles von Gott ab. But God wants to work through you to make that happen. Aber Gott möchte durch uns hindurch arbeiten, um etwas auch zu schaffen. And He is giving you those talents to do it. Und er hat uns diese Fähigkeiten gegeben, um das zu erreichen. So I want you to be confident in what you can do. Ich möchte euch Zuversicht zusprechen in dem, was ihr schaffen könnt. It is not prideful to have confidence in your abilities. Das ist kein Stolz zu wissen, was man tun kann. It doesn't mean that you always think you're the best and you can do it yourself. Es bedeutet nicht, dass man glaubt, immer der Beste zu sein und dass man alles alleine machen kann. It's just knowing that this is who God has made me to be, Bedeutet nur, dass wir wissen, Gott hat mich so geschaffen. and this is what my gift and my talent is. Und das sind meine Begabungen, meine Fähigkeiten. So we're going to try a little exercise. Wir werden jetzt hier eine Übung machen. And I'm going to have Jason help me out here. Jason darf ein bisschen helfen. And so I want to ask you, what is the difference between confidence and arrogance? Ich möchte gerne, dass wir überlegen, was ist der Unterschied zwischen diesem Selbstvertrauen und dieses arrogant zu sein, dieses überheblich zu sein. Könnt auf Deutsch und ich So these versuche are auf Englisch. responses from you. Ja, ihr müsst antworten jetzt. So. Okay, experience. Ah, ich verrate, okay. Klein geschrieben, Entschuldigung. Keine Ahnung. Gut, Erfahrung, groß geschrieben. So, experience. Ah, over here, I'm the center. Okay. Naja, kein Platz mehr. Ups, nein. I just killed the board. Ja, genau. Oh, okay. I can't do everything you said. Okay. Zentrum. Good. Ja, I'm learning. Noch etwas? Unterschied zwischen Überheblichkeit und dieses Wissen, wer man ist, dieses gesundes Selbstbewusstsein? I don't hear anything. Okay. I can overestimate my abilities. Okay. Okay, Verzerrung, Distortion. Mhm. Oh. So I can say yes and no on the. Mhm. So I respect the strengths of others. Good. Mhm. So the abilities are reflected by others. So you had feedback. Okay. Darf ich Feedback aufschreiben? Okay. Noch was? Anything else? So I think based on the comments that you made, Aufgrund das, was wir jetzt hier gesammelt haben, we realize that
the essential difference between confidence and arrogance Vielleicht können wir erkennen, dieses gesunde Selbstbewusstsein und diese Überheblichkeit. is that arrogance puts an overemphasis on ourselves. Diese Überheblichkeit hat dieses Betonung auf ich, mir selbst. That somehow we become the center of everything. Dass wir dieses Zentrum von allem sind. And so whether we expect people or ask people, Egal, ob wir von Menschen etwas erwarten oder auch etwas von denen verlangen, we want them to focus all of their attention on us. alle deren Energie soll auf uns gerichtet sein. And sometimes if they're not focusing their attention on Und us, wenn sie ihre Aufmerksamkeit nicht auf uns gerichtet haben, we have to remind them to put their attention dann on werden wir sie ganz stark daran erinnern, hey, hierhin. us. Because there's really nothing bad about some of those characteristics on the side of the arrogance. Also ist nichts daran verkehrt auf diese Seite mit der Überheblichkeit. And that it's the extreme nature of it that makes it bad. Allerdings diese extreme Natur davon, das macht es dann schlecht. Okay, let me explain part of that. Just the idea of being self-centered. Also dieses Gedanke, egoistisch zu sein, Okay, so selbstzentriert. as you as people or you as pastors, Wir als Menschen, wir als Pastoren or just anybody who believes in Christ, oder jeder Christ im Grunde, okay, we should have a focus on other people. wir sollten unser Blick auf anderen Menschen gerichtet haben. But we can't ignore ourselves in the process. Aber wir dürfen uns selbst dabei nicht vernachlässigen. Is it healthy for your family Ist es für deine Familie gesund, if all of your energy goes into helping someone else in the church, wenn deine ganze Zeit und Energie darauf auch aufgewandt wird, anderen Menschen der Gemeinde zu helfen? but you never pay attention to your own family? Aber deine eigene Familie hast du dafür keine Zeit oder Kraft mehr. That your family always is secondary to somebody else? Deine Familie ist immer auf der zweiten Stelle, jemand anderes ist immer auf der ersten Stelle in deinem Leben. People may think you're the most sacrificial person in the world, Menschen werden denken, Mensch, was für eine Hingabe zeigst du denn da? but in that process, you're sacrificing your family. Aber in diesem ganzen Prozess opfern wir dadurch unsere Familie. So therefore, as someone pointed out, the ability to say yes and no, Diese Fähigkeit, Ja und Nein zu sagen, wie gesagt wurde, it's okay at times to tell people in the church, no, es ist gut in der Gemeinde manchmal Nein sagen zu können. I am not going to this meeting tonight because I need to be with my family. Nein, ich werde heute Abend nicht zu dieser Besprechung hingehen, weil ich bei meiner Familie sein muss. It's okay to turn this thing off. Es ist okay, ein Handy auszuschalten. It's okay not to be available 24 hours a day, every day of the Es ist week. okay, 24 Stunden am Tag nicht erreichbar zu sein. It doesn't mean you're self-centered, Es bedeutet nicht, dass du egoistisch dadurch bist, because there comes a time when you have to take care of yourself and your family. denn es gibt Zeiten, wo du auf dich selbst achten musst und auch auf deine Familie achten musst. So that's the idea of, see, we still need to take care of ourselves. Das ist diese Idee, dass wir auf uns selbst aufpassen dürfen. It only becomes a problem if it becomes an extreme. Es wird nur zum Problem, wenn es extrem wird. Okay, let's move on. Wir machen weiter. So I asked you about your talents. Ich habe euch wegen eurer Fähigkeiten gefragt. And so some of our talents we're able to identify right away. Und manche von unseren Fähigkeiten könnten wir schnell aufschreiben. But sometimes our talents are a little bit more hidden. Manchmal sind unsere Fähigkeiten allerdings ein bisschen versteckt. See, some things that we easily recognize. Manches können wir schnell erkennen, But I also believe that all of us also have hidden talents. aber ich glaube, wir haben alle verborgene Talenten. That there may be things that we have the capacity to do Das sind Dinge, wozu wir die Fähigkeit haben, that we don't think we can do. aber wir glauben noch nicht daran, dass wir es schaffen können. And oftentimes that's where God starts to lead us into these areas. Und oft führt uns Gott gerade eben in diese Bereiche hinein He starts to ask us to do things that we're not able to do. und er bittet uns, Dinge zu tun, wo wir nicht in der Lage sind, das zu tun. Or we may think that we're not able to Oder do. besser gesagt, wir glauben, das nicht tun zu können. Because it's a hidden talent. Denn das ist ein verborgenes Talent. It's one of those things that God has hidden within our hearts and our lives Etwas, was Gott tief in unserem Herzen hineingelegt hat. that we have the ability to do, Etwas, was wir auch erreichen und schaffen können. but for whatever reason we don't recognize it.
aber aus welchem Grunde auch immer wir das noch nicht erkennen können. But God is one who has created you, Aber Gott hat dich geschaffen, and so He can see that and He knows it's there. aber er sieht das und er weiß genau, dass das da ist. And so therefore sometimes He will either start to draw it out of you, Manchmal ist er denn dabei, das aus dich herauszuziehen, zu offenbaren, diese Gabe. or He'll show it to other people and they'll start to draw it out of you. Oder wird andere Menschen das zeigen, dass es in dir steckt. Und diese Menschen sind dabei, das aus dich herauszulocken. Let me just give you a couple simple examples. Ein paar einfache Beispiele. So in my own life, In mein eigenes Leben, so as I was growing up, I'm a numbers person. als ich aufwuchs, muss ich sagen, ich war ein So you're going to Zahlenmensch. kind of understand, I think logically, numerically, that's why math and accounting is easy for me. Buchhaltung, Mathematik ist sehr einfach für mich, denn ich denke in Zahlen. So I consider myself to be a very uncreative person. Und deshalb habe ich mich als unkreativer Mensch so betrachtet. I loved math, hated reading and English. Ich habe Mathematik gern gehabt, Literatur absolut nicht. If you'd asked me, I would have said, I'm not a good writer. Ich hätte damals auch gesagt, ich kann nicht mal schreiben. But as time Gut has schreiben. progressed, over these last few years, Über den letzten, sagen wir mal, Jahren hinweg. we'll keep that as a vague few years. Eine sehr, sehr vage Beschreibung der Jahre. I realized that God was pulling talents out of me that I didn't think I had. Gott hat in diesen Zeit Talenten in mir hochgebracht, die ich gar nicht damals ahnte. That there's actually a creative side to me in addition to this logical side. Es gibt eine kreative Seite an mir zusätzlich zu dieser logischen Seite. That some of the things that He's asked me to do Einige dieser Dinge, die Gott mich gebeten hat zu tun. is I'm in the process of writing a book. Ich bin mitten dabei, ein Buch zu schreiben So- zum Beispiel. And that's one of those things I'm like, I am not qualified to do this. Und ich habe immer gesagt, Gott, ich bin nicht dazu qualifiziert. And the church that I was part of for this 10-year period, Und die Gemeinde hat gesagt, für diesen 10-Jahren-Abschnitt and the last 4 years that I was there, und diese letzten 4 Jahren, wo ich da war, we would do this full-length Christmas drama production. haben wir immer wieder zu Weihnachten diese Weihnachtsandacht mit Kindertheater so gemacht. And it was something that I wrote the entire thing. Und diese ganze Sache habe ich geschrieben, die ganze Musical. And so I would write and direct this play. Ich habe dieses Anspiel dann selbst geschrieben und habe auch Regisseur And geführt. I'm not telling you it was completely incredible or amazing, Und ich werde nicht sagen, es war total großartig und unglaublich, but it was okay. aber es war ziemlich gut. And certainly from my ability, I think this is amazing that God would even use me to do this. Und aus meiner Perspektive heraus muss ich sagen, wow, dass Gott mich überhaupt so gebrauchen kann. And even standing here today is also part of that talent that God has brought me through. Und hier heute zu stehen, ist so, wie Gott etwas offenbart hat in meinem Leben. When I was in school, I hated public speaking. Als ich in Schule war, habe ich es gehasst, vorne stehen zu müssen. It made me so nervous. Ich wurde so nervös. And now, it's what I do all the time. Und das mache ich jetzt ständig. So it's one of those things, talent that God brings out of you. Und das ist so ein Talent, was Gott auch aus dich herauslocken kann. And so I know in talking to Christian a little bit this weekend, Als ich mit Christian an diesem Wochenende gesprochen habe and he was sharing that not only is he the pastor of this church, und erzählte, dass er noch nicht nur Gemeindeleiter, Pastor hier ist, but he's also running a very successful business. er führt auch ein erfolgreiches Geschäft. And he mentioned something about he didn't know that he really had the talent to run a business. Und er wusste noch nicht mal damals, dass er Talent dazu hat, auch ein erfolgreicher Geschäftsmann zu Yet sein. it's something that God has brought out. Aber das ist etwas, was Gott aus ihm heraus auch hervorgebracht hat. And so realize that maybe for each one of you, Vielleicht für jeden von uns. that you have a hidden talent that God wants to draw out of you. Du hast verborgene Talenten, die Gott auch herauslocken möchte. And he will use other people to draw that out. Und er wird andere Menschen auch dazu benutzen, auch um diese Talenten an der Oberfläche zu bringen. And don't be afraid of those talents. Und hab keine Angst davor. Embrace it, allow God to reveal it and to develop it over time. Lass zu, dass Gott diese Talenten in dir einfach entwickelt. And look for hidden talents in other people. Once again? Look for hidden talents in other people. Okay, schau, wo Gott bei anderen Menschen verborgene Talenten auch denn hat. Because not only do you have hidden talents, so do other people as well. Nicht nur hast du verborgene Talenten, andere Menschen auch. Okay? And I believe oftentimes our hidden talents in some way complement our natural talents. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere verborgenen Talenten oft unsere natürlichen Talenten ergänzen.
because I can see that as it's worked in my life and in lives of other In people. meinem Leben habe ich das entdeckt und bei anderen Menschen habe ich das auch immer wieder gesehen. Okay, so that sort of wraps up this intro in the first lesson. Let's move on now to the second lesson. Damit haben wir Einheit 1 eigentlich hier zusammengefasst und wir wollen jetzt weiter mit Einheit 2 machen. And so as you can see, we're moving through things pretty quickly. Wie ihr merkt, wir werden relativ schnell vorangehen heute. Okay, let's go on to this next part about talents plus initiative and focus. Dann machen wir weiter, denn da auf Seite 8, Talente plus Initiative und Konzentration. So this is the part where we now have to start taking our talents and using them. Da müssen wir jetzt diese Talenten, die Gott uns gegeben hat, nehmen und sie auch einsetzen. Talents by themselves will not create anything. Talenten alleine schaffen nichts. We actually have to start putting action. Wir müssen jetzt hier etwas umsetzen. We have to take that initiative to do something with our talents. Wir müssen eine Initiative ergreifen, mit unseren Talenten etwas zu tun. So let's start off by asking you this question. Ich möchte folgende Frage am Anfang stellen. Oftentimes that we have these actions or talents or actions that we know that we need to take. Oft gibt es Dinge, die wir wissen, die wir tun sollten, So I'm so going to ask you to Aufgaben. do this, kind of draw this little chart on your paper somewhere. Vielleicht habt ihr auf euer Papier die Möglichkeit, diese kleine Tabelle hier zu schreiben. Here, we'll make it a little easier for Jason. Okay. On this starting up here, what is an action that you think or you know you either need to or want to take in your life that you can do this week? Okay, diese Woche, was gibt es, was du tun solltest? So eine Aufgabe, eine Aktion, etwas, was man machen sollte. What's something that you know needs to be done when you get back home this Wenn week? du nach Hause kommst, was weißt du, was getan werden muss? Write that on that, kind of write that right up here in this So. corner. Can I write down to do? Yeah, to do. Okay. We have that in German. Yeah, so somewhere on your paper, write to do. What's the to do? Genau, was ist deine To-Do, was muss getan werden? Okay? The Okay. next thing down, ask yourself this question. What's going to stop you from doing it? Und als nächstes sollst du aufschreiben, was dich daran hindern könnte, das denn zu tun. What's going to be an obstacle to you accomplishing this thing you want to do this next week? So, welche Hindernisse liegen da auf dem Weg, damit du es nicht schaffst in der nächsten Woche? Welche Hindernis? And then the third thing is, Und drittens, what are you going to do to overcome that obstacle? und was wirst du tun, um diese Hindernis zu überwinden? Let me give you kind of a simple little example. Ein einfaches Beispiel möchte ich gerne jetzt hier geben. Maybe you want to, or you feel that God's calling you to wake up every morning or start your day off with 15 minutes of prayer. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott sich freuen würde, wenn du aufstehst und mit ihm 15 Minuten im Gebet verbringen könntest. What's the obstacle that's going to keep you from doing that? Welcher Hindernis würde dich davon abhalten? Most of us, it's sleep. Die meisten von uns wäre das unser Schlaf. We're tired. We want to hit the snooze alarm on the clock. one more time. Müdigkeit, noch einmal 10 Minuten draufhauen. Ja? So what's going to cause us to not do that and get out of bed instead? Was wird uns helfen, diese Müdigkeit zu überwinden und aufzustehen, um zu beten? That's a simple little example, but this idea that we oftentimes have things that we know we need to do, Das ist sehr einfach, aber wir haben oft Dinge, die wir wissen, die wir tun sollten. but we have good intentions of doing Und wir haben that, gute Absichten, auch diese Dinge umzusetzen. but there are things in life that happen that keep us from doing it. Aber es gibt Dinge im Leben, die uns davon abhalten. And so we need to become this person who can identify those things that we need to do, Wir müssen Menschen werden, die diese Hindernisse erkennen. see what those obstacles are that Welch- keep us from doing it, Wir müssen erkennen, welche Ziele wir haben und auch welche Hindernisse es dazu gibt. and then and develop a plan to overcome those obstacles and get the job done. Und einen Plan auch aufstellen, um diese Hindernisse zu überwinden, um auch das Ziel zu erreichen. Okay? Let's move through your notes to there should be a caption that talks about
people who lack initiative. Wir wollen weitermachen bei der, wo steht, Menschen, die keine Initiative ergreifen. Links unten, Seite 8. Okay? And it talks about 4 different kinds of people. Es gibt 4 Arten von Menschen, da steht es. Okay? The first one is people who do the right thing without being told. Erstens Menschen, die das Richtige tun, ohne dass man es ihnen sagt. The second one is people who do the right thing when told. Zweitens Menschen, die das Richtige tun, nachdem man es ihnen gesagt hat. The third is people who do the right thing when told more than once. Menschen, die das Richtige tun, nachdem man es ihnen mehrmals gesagt hat. And number 4 is people who do the right thing, or excuse me, people Never. who never do the right thing no matter what. Und es gibt Menschen, die nie das Richtige tun, egal was passiert. Let me tell you how I would describe those 4 people. Ich möchte diese 4 Menschen persönlich beschreiben. The first one, the person who does what needs to be done without being told, Der Mensch, der das Richtige tut, ohne dass man ihm sagt, that person is a leader. dieser Mensch ist ein Leiter. There should be people that you're developing as leaders Es sollten Menschen geben, wo du auch dieser Leitungspotenzial siehst who will do things without you having to tell them. und indem du auch einen Entwicklungsprozess mit dem durchmachst, denn sie tun Dinge, ohne dass du ihnen das sagst. You know that person is a leader when they do things without you having to tell them. Das sind all the Menschen, time. die etwas tun, ohne dass du es gesagt hast und die machen es richtig. Okay? The second one is a person who does what they are told. Zweitens, es gibt Menschen, die das tun, nachdem man etwas gesagt hat. That person is like a disciple. Und diese Mensch ist ein Jünger. So you can teach that person. Man kann diese Menschen auch lehren. And maybe if they have the talents and you teach and invest in that person, Und vielleicht haben diese Menschen Talenten und wir lehren und investieren in diese Menschen. eventually that person will become a leader. Vielleicht wird diese Person eines Tages auch Leiter werden. And that person will eventually do things without having to be told. Und eines Tages ist er vielleicht so weit, etwas zu tun, ohne dass man ihm das gesagt hat. Okay? The third person, Drittens, that's the person who does things after being told more than once. das ist jemand, der etwas tut, nachdem man mehrfach etwas gesagt hat. That would be like a child. Das ist wie ein Kind oder But- Teenager. Yeah, teenager. Seriously, no, but that is a person who's a follower. Das ist jemand, der ein Folger, er folgt, So they're Nachfolger. essentially they're deciding whether or not they want to participate. Und diese Menschen entscheiden jedes Mal neu, ob sie daran teilhaben wollen oder nicht. So sometimes the reason why you have to tell them more than once Es gibt manchmal verschiedene Gründe, warum man denen das mehrfach erzählen muss. is because they're not really committed yet. Und oft ist es, weil sie nicht genau so hingegeben sind, nicht ganz verfolgen wollen. They're still deciding whether or not they're going to be involved or not. Sie sind auch in diesem Entscheidungsprozess, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. So therefore, they're following after. Sie folgen etwas nach. Again, now hopefully that person will eventually become more like a disciple and may eventually come like a leader. Hoffentlich wird diese Person sich weiterentwickeln können zu Jünger und dann auch eines Tages vielleicht sogar zu Leiter. And then let's talk about the fourth person. Und viertens, This is the person who never does what they're told, no matter what. diese Person tut nie das, was man sagt, egal was passiert. I would describe this person as a troublemaker. Ich möchte diese Person beschreiben als jemand, der Ärger macht. And they're going to create trouble for you Und diese Menschen werden für dich auch Ärger machen, because they're going to challenge you all the time. denn die werden dich ständig herausfordern. Now, I'm not going to tell you to completely ignore them. Ich möchte euch nicht erzählen, dass man diese Menschen komplett ignorieren muss. And don't write them off as people, Und wir müssen sie nicht als Mensch abschreiben, but don't allow them to overtake your life. aber erlaube es nicht, dass sie dein ganzes Leben übernehmen. Don't let the troublemakers be the people you spend all your time with, Verbringe deine ganze Zeit nicht mit den Menschen, die nur Ärger machen. because they will take all the time you will give them. Wenn wir es zulassen, werden sie alles an Leben aus dich heraussaugen. And that doesn't mean you always kick people out who are troublemakers, Das heißt nicht, dass man Menschen, die Ärger machen, dann aus unserer Gemeinschaft rausschmeißen. because eventually maybe those troublemakers will become someone who's great. Vielleicht werden eines Tages solche Menschen auch großartige Leiter werden. There is a person in the Bible that I remember was a tremendous troublemaker Es gibt eine Person in der Bibel, der unheimlich viel Ärger gemacht hat, who eventually became a pretty powerful person for the kingdom of God. der eines Tages doch so ein mächtiger Mann Gottes im Reich Gottes wurde. And if I remember right, his name was the Apostle Paul. Ich glaube, das war Paulus, nicht wahr? So we need to be careful about writing people off, Wir müssen ganz vorsichtig sein, Menschen abzuschreiben. but we have to wait until the time is right, and until they change, there isn't sometimes much we can do. Wir müssen warten, denn
wenn sie sich selbst nicht ändern, gibt es ganz wenig, was wir tun können. So hopefully, maybe that will help you define some of the people that are around you, Vielleicht hilft es dir, die Menschen in diese Kategorien auch einzuteilen. and that what we want to do is we want to spend our time with those people who are disciples and leaders. Und wir aber wollen unsere Zeit mit den Menschen verbringen, die Jünger sind, die Leiter sind. Because if we're leaders, that's where we're going to get the most result. Denn wenn wir leiten, dort bekommen wir auch die meisten Ergebnisse. That's where we're going to see the greatest return on our investment in people. Dort werden wir das, was wir in Menschen investieren, der größte auch Frucht sehen für das Reich Gottes. And that somehow we need to always be reaching all 4 levels of those people, Nun, wir müssen alle 4 verschiedene Persönlichkeitstypen erreichen, but we need to manage our time so we spend the most amount of our time aber unsere Zeit sollen wir so einteilen, dass hauptsächlich with those who are leaders and those who are disciples. verbringen wir Zeit mit Menschen, die Leiter und Jünger sind. Okay? Let me just finish up with 2 topics here real quick, and then we'll take a break. Wir werden bald Pause machen und ich möchte 2 Themen kurz anschneiden vorher. And in your notes, John Maxwell, who wrote this material, John Maxwell, der diese auch Material erstellt hat, he talks about the daily dozen of things to do. es gibt da drin auch die Möglichkeit, 12 verschiedene Dinge zu tun im Leben. And your notes, it should start off, the first word is attitude. Und auf Seite 9 sieht er diesen Begriff Haltung. But a list of 12 is a lot of things to do. 12 Dinge, das ist eine lange Liste, nicht wahr? So let me simplify that for you a little Ich bit, möchte das ein kleines bisschen vereinfachen or encourage you to do something a little simpler. oder euch ermutigen, etwas Einfacheres zu tun. What are 3 or 4 activities that you can do every day? Welche 3 bis 4 Aktivitäten kannst du jeden Tag tun? That no matter what is going on in your life, Egal, was in deinem Leben momentan vorgeht, you will take time out of every day to do these 3 or 4 things. dann wirst du jeden Tag diese 3 oder 4 Dinge dafür Zeit nehmen, die zu tun. And so I can tell you that in my own personal life, Also mein persönliches Leben kann ich erzählen. there are 4 things Gibt es 4 Dinge, that I do almost every single die day. ich jeden Tag im Grunde mache. It doesn't matter if I'm traveling, how tired I am. Egal wie müde ich bin oder ob ich unterwegs bin, It doesn't matter how busy I am at egal work. wie beschäftigt, wie viel Arbeit ich habe. I do these 4 things 4 Dinge tue ich every day. jeden Tag. And the first one of those is that I pray every day. Erstens, ich bete jeden Tag. The second one is that I read the word every day. Zweitens, ich lese eine Bibel jeden Tag. Now, this doesn't mean that I always spend, an hour every day doing this. Das heißt lange noch nicht, dass ich jeden Tag eine ganze Stunde im Wort verbringe. But I've had the habit, I read a proverb every day. Aber meine Gewohnheit ist es, ein Kapitel aus den Sprüchen zu lesen. And I've done that for almost 25 years. Und seit 25 Jahren mache ich das beinahe. Okay? The third thing that I do besides read and pray Drittens, was ich mache, nicht nur beten und lesen, Bibel lesen, is I journal. I write in a journal. ist, ich schreibe ein Tagebuch. And that's part of my conversation with God. Und das ist ein Teil von meinem Gespräch mit Gott. It's my prayer time is not only me talking to him, Gebetszeit für mich ist nicht nur mit Gott zu reden, but him talking to me. sondern auch, dass er zu mir reden darf. And so it helps me to write these things down Und das hilft mir sehr, diese Dinge aufzuschreiben. because it helps me to focus Das hilft mir auch, dann zu fokussieren, because my mind is very easily distracted. denn meine Gedanken driften schnell ab. If I'm not careful, I can automatically start thinking about the whole list of things I need to deal with today. Wenn ich nicht genau aufpasse, bin ich schon sofort bei meiner To-Do-Liste, was alles heute noch abgearbeitet werden muss. So for me to journal every day, that's helpful. Und dieses Tagebuch zu schreiben, ist sehr, sehr hilfreich für mich. And the fourth thing that I do every Und day viertens, was ich jeden Tag tue, is I try to actually write something. und ich versuche jeden Tag etwas zu schreiben. See, if I told you I'm working on writing a book. Ich habe euch gesagt, ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. And so I may try to every day take at least 5 minutes to write something. Und jeden Tag nehme ich mir wenigstens 5 Minuten vor, um ein paar Gedanken See, aufzuschreiben. there's no deadline for me to finish my book. Mit diesem Buch habe ich keinen Frist, kein Deadline. I'm not that good or that smart that I have a publisher who's waiting for my book. Ich bin nicht so gut oder so bekannt, dass irgendein Verlag darauf wartet auf diesem Buch. So I know that if I'm not careful, Denn ich weiß, wenn ich nicht aufpasse, my good intention of writing a book meine gute Absichten, dieses Buch zu schreiben, will
will never get done because I'm always busy doing something else. wird sich nie verwirklichen, weil ich immer andere gute Dinge tun kann. So therefore, I try to take at least 5 minutes every day to make sure I'm doing something. Und deshalb nehme ich mir jeden Tag Minimum 5 Minuten vor, um da was aufzuschreiben für mein Buch. And obviously, there are other days when I may spend a couple hours at it. Und es gibt andere Tage, wo ich Stunden damit verbringen But kann. see, for me, that list, I can manage those 4 things. Diese 4 Dinge schaffe ich jeden Tag. Absent, very unusual circumstances, I can do those 4 things every day. Also jeden Tag schaffe ich diese 4 Dinge im Grunde immer. Yeah. So I would ask you to do something similar. Und ich möchte euch bitten, etwas Ähnliches zu tun. Later on, when you're, driving home or headed home or take some time by yourself, Auf dem Weg nach Hause, im Auto, alleine, think about those things that are your talents or that are part of your goals or dreams. nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken, über eure Talenten, Fähigkeiten, Träume, Visionen. What are 3 or 4 things that you can do every day Welche 3 bis 4 Dinge kannst du jeden Tag umsetzen, that are going to help you develop as a person um eine persönliche Entwicklung herbeizurufen and will help you move towards accomplishing your goal? und dir hilft, dieses Ziel, was Gott dir gegeben hat, zu erreichen. Okay. The last thing I want to talk about Und zum Schluss, worüber ich sprechen möchte, is just very quickly to talk about focus. ich möchte kurz dieses Thema Fokussieren See, ansprechen. as I said, I have to write in my journal because it helps me to focus. Also ich schreibe in diesem Tagebuch, weil es mir hilft, mich auf etwas zu konzentrieren. So you kind of think, well, what does it mean to focus? Was bedeutet das, sich zu konzentrieren, auf etwas zu fokussieren? And so focus is really about bringing clarity. Fokussieren bedeutet Klarheit schaffen. Okay, so if you're a photographer, when you put your camera in focus, Also wenn man Fotograf ist, möchte gerne, dass alles in scharf gestellt ist. it means that the picture becomes very clear. Es bedeutet, dass etwas klar wird, If diesem it's Bild. not in focus, then it gets very blurry. Wenn es nicht scharf gestellt ist, ist alles verschwommen. So, and I realize now as I'm getting older, Je älter ich werde, that I'm hiding it well in sometimes, ich bin gut dabei, das zu verstecken meistens, but I have a pair of glasses that I use to read aber dennoch brauche ich eine Brille beim Lesen. because all of a sudden things are not so clear anymore. Denn die Dinge sind nicht mal ganz so scharf, wie sie mal waren. And those words get a little fuzzy and out of focus. Und diese Worte verschwimmen ein kleines bisschen. But my glasses help me focus. Aber meine Brillen helfen mir dabei zu fokussieren, scharf Because zu it stellen. makes things clear. Denn es schafft Klarheit. And so the same thing for you in your life, in your activities. Auch in dein Leben, in deine Tätigkeiten. By having focus in your activities, Indem man dieses Klarheit hat in deine Aktivitäten. it brings clarity to your life and the things that you do. Und dann haben wir auch Klarheit in unser Leben, was wir tun sollen. Okay? Because you can't do everything. Wir können nicht alles schaffen. And I know that at least in my life, Also in meinem Leben wenigstens. if I do not be disciplined, and if I am not disciplined about being focused, Wenn ich keine Disziplin habe bei diesem Fokussiertsein, konzentrieren auf wenige Sachen. that during the day, the things that are urgent Ich weiß dann im Laufe des Tages, dass die Dinge, die dringend sind, can overtake those things that are important. werden den Zeit klauen für das, was wichtig ist. That I may have things that I want to do today that are important, Es gibt Sachen, die ich tun sollte, die wichtig sind. but those phone calls, those emails, those things that come at you all day long, Aber das, was uns ständig begegnet, bombardiert, die Anrufe, die E-Mails, where someone's looking for an answer right away, dass alle Menschen nach einer kurzen, schnellen Antwort that suchen. I need to take care of this right now, Oh, das muss ich sehr schnell erledigen. all of a sudden takes up all the time from the things that are important to be Und done. plötzlich ist die ganze Zeit weg, was wir eigentlich geplant haben für das, was wichtig ist. And so a focus allows us to remain clear Wenn wir jetzt diesen Fokus auf etwas haben, werden wir klar, that we control our time dass wir Herr sind über unsere Zeit and we use our talents in such a way und wir benutzen und wenden unsere Talente so ein, that we are able to be the most productive dass wir so produktiv werden and we move ourselves towards accomplishing our goals. wie möglich und wir gehen unseren Zielen entgegen.